Manchmal sind es nur die ganz kleinen Dinge, die ein Porträt zu einem richtig guten Porträt machen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zurück. Ich habe für euch 5 Tipps zusammengesammelt, auf die ihr einmal achten könnt, wenn ihr selber Porträts kreiert. Ob ihr das schon so umsetzt oder ob es etwas ist, womit ihr euch noch nicht so ganz befasst habt, was aber euren Fotos zugutekommen würde. Punkt Nummer 1 ist ein richtiger Basic-Tipp, denn das ist etwas, das lernt man schon in der Grundausbildung als Fotograf. Hier geht es um die sogenannte Figur-Grundbeziehung. Wir brauchen eine gute Figur-Grundbeziehung, um unser Objekt in den Vordergrund zu rücken. Wodurch kann die gestört werden? Zum einen kann es sein, ihr habt einen zu unruhigen Hintergrund oder die Farben verschwimmen mit eurem Vordergrund oder alles ist gleich scharf. All das führt dazu, dass euer Motiv nicht klar rausgestellt wird vom Foto und darunter leidet dann das Motiv. Wie kann man dem also vorbeugen? Ihr könnt entweder einfarbige Hintergründe verwenden, ihr könnt, wenn ihr draußen shootet und zum Beispiel vor einem wunderschönen Strauch steht, das Model mehr Schritte vom Strauch weg machen lassen, sodass ihr mehr Abstand zwischen Hintergrund und Motiv habt. Und dann könnt ihr zusätzlich beispielsweise eure Blendenzahl anpassen, sodass die Tiefenschärfe geringer wird und ihr einen unschärferen Hintergrund bekommt. Also stellt die Kamera dann zum Beispiel, jetzt mal übertrieben gesagt, auf 2.8 anstatt Blende 10. Ihr könnt aber auch mit Farbkontrasten arbeiten. Der leichteste Farbkontrast, was eigentlich eher ein Helligkeitskontrast ist, ist schwarz und weiß. Also wenn ihr einen schwarzen Hintergrund habt und euer Motiv hell ist, weiß, dann hebt es sich auch sehr gut vom Hintergrund ab, logischerweise. Kommen wir zu einer weiteren sehr essentiellen Sache in der Fotografie, nämlich dem Licht. Ihr braucht schmeichelhaftes Licht für Porträts. Es kommt natürlich darauf an, was ihr für eine Stimmung kreieren wollt, aber es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die man in jedem Fall vermeiden sollte oder andere Dinge, die jedem Porträt gut tun. Was ihr vermeiden wollt, sind zum Beispiel Lichtquellen, die direkt von oben strahlen oder direkt von unten. Das kreiert ganz unschöne Schatten im Gesicht und erzeugt einen nicht gesunden, manchmal auch gruseligen Eindruck. Das heißt, wenn ihr draußen shootet, vermeidet die Mittagszeit, denn da steht die Sonne am höchsten und ihr erhaltet die stärksten Schlagschatten. Viele arbeiten gern bei bewölktem Himmel, denn die Wolken schaffen für euch diffuses Licht. Das heißt, die Wolken zerstreuen das Sonnenlicht mehr und dadurch erhaltet ihr gleichmäßigeres und weicheres Licht. Worauf ihr außerdem zurückgreifen könnt, wenn ihr vor allem draußen shootet, ist zum einen der Reflektor als Hilfsmittel, um eben Schatten aufzufüllen. Oder aber, wenn ihr keinen Reflektor mitnehmen wollt oder euch das zu umständlich ist, beziehungsweise ihr niemanden habt, der euch da assistieren könnte, dann sucht euch Orte, wo vielleicht dem Model gegenüber ein helles Gebäude steht, was das Licht wiederum reflektieren kann. Wasseroberflächen reflektieren natürliches Licht auch sehr schön, wohingegen beispielsweise ein tiefer Wald sehr viel Licht schluckt und ihr da viel mehr Arbeit habt, euer Subjekt, euer Motiv natürlich auszuleuchten. Und wenn wir schon bei reflektierendem Licht sind, dann kommen wir jetzt einmal zu einer Sache, die sehe ich bei vielen Fotografen, auch die das schon lange machen. Achtet darauf, dass die Augen des Models nicht tot sind. Ganz oft geht der Lichtreflex im Auge verloren, wenn man zum Beispiel das Model mit dem Rücken zur Lichtquelle stellt und dann nichts dem Model gegenüber hat, was das Licht reflektieren kann. Dann erzeugt man die sogenannten toten Augen. Und das sieht einfach minderwertiger aus. Deshalb nehmt auch hier einen Reflektor zur Hand oder sucht euch Ecken, wo Licht reflektiert wird, damit ihr den Lichtreflex im Auge behaltet. Denn dieser Lichtreflex, der erzeugt Leben, der erzeugt Wachheit im Blick und eben nicht diese toten Augen. Die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht.
wenn ihr mit jemandem arbeitet, der kein professionelles Model ist. Dann wird derjenige sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlen am Anfang vor der Kamera, weil es einfach eine sehr ungewohnte Situation ist und viele nicht das Körpergefühl haben, wie sieht was in der Kamera aus, wenn ich mich bewege oder drehe und aus welchem Winkel sehe ich wie aus. Was in solchen Situationen sehr gut hilft, wenn ihr merkt, derjenige ist ein bisschen unbeholfen vor der Kamera, ein bisschen steif, dann bittet denjenigen einfach darum, mit den Händen zu arbeiten. Ich habe gemerkt, das gibt den Leuten eine gewisse Sicherheit, wenn sie ganz alltägliche, ganz normale Dinge mit ihren Händen vor der Kamera tun dürfen. Wie zum Beispiel das Haar hinters Ohr klemmen oder generell mit der Hand durch die Haare fahren oder die Arme verschränken und das Kinn ablegen oder man legt das Gesicht in die Hand, man fährt sich durchs Gesicht. All solche kleinen Dinge schaffen dem Model bzw. dem Nicht-Model in dem Fall mehr Sicherheit. Und diese Sicherheit, dieses Selbstbewusstsein wird natürlich über die Fotos wiederum transportiert. Der nächste Tipp befasst sich nicht nur mit dem Fotografieren selber, da könnt ihr auch gern schon darauf achten, aber vor allem auch in der Nachbereitung. Und zwar geht es da um den Bildausschnitt. Meist bringt ein Hochformat ein Porträt am besten zur Geltung, wenn ihr dann noch auf die Drittelregel zurückgreift. Das heißt, ihr unterteilt euer Bild in 3 Drittel und dann die obere Drittellinie durch die Augen verlaufen lasst oder ich lasse sie auch gern so an den Augenbrauen entlang laufen, dann schafft das für den Betrachter ein sehr angenehmes Bild, ein sehr harmonisches Bild. Wenn ihr dann es noch schafft, vielleicht nicht nur die horizontalen Drittel zu beachten, sondern auch die vertikalen Drittel. Und dann den Punkt, wo sich horizontale und vertikale schneiden, zum Beispiel durchs Auge laufen lasst. Dann habt ihr direkt so einen Eye-Catcher für den Betrachter und jeder wird dieses Bild, ohne es bewusst wahrzunehmen, als sehr stimmig empfinden. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt noch einen Bonustipp von mir. Wenn ihr mit Leuten vor der Kamera arbeitet, ist Kommunikation das A und O. Ihr müsst den Leuten mitteilen können, erklären können, was ihr von ihnen wollt. Ihr solltet den Leuten immer ein gutes Gefühl geben, sodass sie sich wohlfühlen und sicher fühlen vor der Kamera. Das heißt, lobt die Leute dafür, wenn sie gut mitarbeiten. Zeigt ihnen zwischendurch die Ergebnisse, damit sie einen Eindruck bekommen, wie sie wirken und was gut aussieht und was vielleicht weniger gut aussieht. Seid da immer offen und ehrlich, aber seid auch positiv, damit ihr gemeinsam innerhalb des Shootings euch etwas erarbeiten könnt und vom Anfang zum Ende eine Entwicklung gemeinsam durchmacht. Und wenn ihr es nicht so gut erklären könnt, dann zeigt dem Model das vor. Zeigt, wo soll das Model die Hände hinlegen oder wie sieht es aus, wenn es so und so macht. Wie sieht es dann nicht so gut aus und wie kann man es besser machen. Immer zeigen, wie man es auch besser machen kann. Und dann steht eurem erfolgreichen Porträtshooting eigentlich nichts mehr im Weg. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt in der Porträtfotografie, dann lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye!